Stell dir vor, du lässt eine 3D-Brille an und hast dann voll die virtuelle Welt vor dir. Also so ein Ding, wie man es zum Game anlegt? Ja, genau so eins. Und wenn du es jetzt anhast, siehst du Bilder, Sachen und Menschen vor dir, die du vorher noch nicht gekannt hast. Und vieles von dem, was du siehst, macht dir aber Angst. Okay, das kann ich mir vorstellen. Gut. Jetzt stell dir weiter vor, dass dir aber gar nicht bewusst ist, dass du so eine Brille anhast. Für dich ist alles um dich herum 100% echt. Die Menschen, die du triffst, sehen das aber alle nicht und sagen dir, deine Wahrnehmung sei falsch. Oh nein, das ist ja voll unheimlich. Schon, oder? Genau so geht es Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind. Kannst du mir das ein bisschen genauer erklären? Bei Menschen mit Schizophrenie ist die Wahrnehmung verschoben. Also, was sie sehen und hören, wie sie sich selber und ihre Umgebung erleben, das alles verändert sich. Auch ihr eigenes Fühlen und Denken. Das kann dann für die Menschen um sie herum sehr befremdend sein. Befremdend im Sinne von? Also zum Beispiel ist eine Mutter plötzlich davon überzeugt, dass böse Menschen um ihr Haus lauern und ihren Kindern etwas antun wollen. Sie hat dann mega Angst und lässt ihre Kinder nicht mehr aus dem Haus. Niemand kann sie davon überzeugen, dass keiner aus dem Gebüsch lauert und dass sie sich das nur einbildet. Nein, das ist ja mega hart. In diesem Fall sehen so Menschen die Welt völlig anders als wir. Das kann man so sagen, ja. Die Mutter kann dann nicht mehr unterscheiden, was real ist und was nicht. Für sie ist das, was sie sieht und hört, die Wirklichkeit, die ihr mega Angst macht. Und sie kann nicht verstehen, warum die Leute um sie herum das nicht auch merken und sehen und die Angst nicht mit ihr teilen. Sie fühlt sich von ihrer Umwelt immer mehr missverstanden und auch bedroht. Am Schluss weiss sie nicht mehr, wem sie noch vertrauen und wem nicht. Das kann dann für die Menschen, die ihr Nächsten sehr schwierig sein, besonders auch für die Kinder. Ja, logisch. Ich glaube, ich hätte mega Streit mit meiner Mami, wenn sie plötzlich anfangen würde, so Sachen zu behaupten. Oder ich hätte sogar Angst vor ihr. Es ist echt für alle sehr schwierig in so einer Situation. Die Betroffenen haben dann auch grosse Konflikte mit den Menschen um sie herum. Die Reaktion der anderen macht sie hässig, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen. Sie selber haben ja nicht das Gefühl, dass sie krank sind. Darum weigern sie sich dann auch, Medikamente zu nehmen oder zum Doktor zu gehen. Also wenn meine Mami so eine Wahnvorstellungen würde haben, wäre das glaube mega schlimm und beängstigend für mich. Ich würde mich auch für sie schämen, wenn sie plötzlich anfangen würde, so verwirrtes Zeug reden und alle das hören. Ja, logisch. Und stell dir jetzt mal vor, deine Mami redet dauernd mit einer Person, die du selber gar nicht siehst. Irgendwann fragst du dich doch selber mal, ob deine Wahrnehmung vielleicht falsch ist, wenn deine Mami dauernd behauptet, sie sehe diese Person. Es kann auch vorkommen, dass Betroffene davon überzeugt sind, sie sagen jemand ganz anders, als sie in Wirklichkeit sind. Auch das führt dann zu sehr schwierigen Situationen für die Familie des Betroffenen. Woher kommt denn die Erkrankung? Die Wahrnehmungsstörungen entstehen durch krankhafte Prozesse im Gehirn. Und was kann man dagegen machen? Schizophrenie kann nur einmal auftreten, sie kann aber auch mit Abstand immer wieder neu kommen oder sogar chronisch werden. Also so, dass es der Betroffene das Leben lang hat und unter den Folgen leidet. Darum ist es umso besser, je früher eine Krankheit erkannt und auch behandelt wird. Der Betroffene muss dann davon überzeugt werden, Medikamente zu nehmen, die helfen, Rückfälle zu verhindern. Mit der ärztlichen Hilfe von einem Psychiater kann die Krankheit häufig stabilisiert oder sogar ganz zum Verschwinden gebracht werden. Wenn das nicht klappt, kann es zu Einweisungen in eine psychiatrische Klinik kommen. Manchmal auch gegen den Willen von einem Betroffenen. Wenn deine Mama oder dein Papi das hat, solltest du dir unbedingt Hilfe und Rat holen. Mach das nicht mit dir allein aus, denn so etwas kann niemand ganz allein bewältigen. Erstens, red drüber. Red mit deinen Eltern. Erzähl, was du feststellst und wie es dir dabei geht. Und wenn das nicht geht, vertrau dich jemand anderem an. Zweitens, schau dir gut. Mach unbedingt immer noch Sachen, die dir Spass machen und dir gut tun. Drittens, hol dir Hilfe. Besorg dir noch mehr Infos. Und wenn dich diese Situation extrem belastet, hol dir selber Hilfe bei einer Fachperson. Das IKS hilft dir dabei.